Ja, hallo, mein Name ist Wilfried Lepperschitz und ich bin Geschäftsführer der BeProduced GmbH. Ich möchte Ihnen jetzt unsere Software zur Optimierung der Bestell- und Abstimmungsprozesse mit Ihren Kunden zeigen. Hier befinden wir uns jetzt auf der Startseite unserer Kollaborationssoftware. Diese kann natürlich an die Corporate Identity Ihres Unternehmens angepasst werden, das heißt, es kann die Farbgebung entsprechend verändert werden oder auch Ihr Logo links oben eingeblendet. Wenn ich als Kunde nun eine Angebotsanfrage machen möchte, so kann ich hier nun die Dateien hochladen. Ich kann also beispielsweise einfach ein ZIP-File hochladen und schon werden die Dateien automatisiert zugeordnet, also die Stückliste, Bestückungsliste und die diversen Gerber-Daten und Dateien. Im nächsten Schritt sehe ich nun die Vorschau meiner Leiterplatte auf der rechten Seite. Außerdem bekomme ich auf der linken Seite eine vertikale Vorschau der Lagen der Leiterplatte. Diese wurden bereits automatisiert zugeordnet. Und wenn ich über die Lagen drüber gehe, sehe ich auch, dass sich entsprechend die Vorschau auf der rechten Seite wiederum ändert, je nach Leiterplattenlage. Ich möchte hier beispielsweise eine blaue Leiterplatte haben und ändere entsprechend diesen Parameter. Im nächsten Schritt sehen wir die Komponenten der Leiterplatte. Diese stammen aus einer üblichen Excel-Liste mit den Bauteilnummern oder aber generischen Komponenten, wie zum Beispiel hier diese Widerstände, in denen nur der Widerstandswert eingetragen ist. Diese werden automatisiert zugeordnet, wie man hier sehen kann. Ich kann das als Kunde auch entsprechend noch verändern, falls notwendig oder wenn etwas nicht erkannt wurde. Falls der Kunde eine ungültige Bauteilnummer angibt, so wird diese erkannt und eine entsprechende Warnung ausgegeben. In diesem Schritt sehen wir nun die Platzierung der Bauteile auf der Leiterplatte. Wir haben also hier wiederum die Bauteile angegeben. Wenn ich nun eine anklicke, sehe ich bereits die Position auf der Leiterplatte und die Orientierung des Bauteils. Nun kann ich als Kunde die Anforderungen an die Produktion angeben. Die Auswahlmöglichkeiten auf diesem Bildschirm können entsprechend der Services Ihrer Produktion in Ihrer Firma angepasst werden. Als Kunde kann ich jetzt zum Beispiel auswählen, dass ich optische Inspektion benötige und eventuell benötige ich Flying Probe Tests, ich bin mir da nicht sicher, also klicke ich optional an. In weiterer Folge kann das mit Ihnen als Produzent dann besprochen werden. Schlussendlich sehe ich als Kunde nun die Zusammenfassung meiner Anfrage. Bin ich zufrieden, kann ich diese nun abschicken. Meine Anfragen kann ich in weiterer Folge auch einsehen und bearbeiten. Als Produzent werden Sie von eingegangenen Anfragen per E-Mail benachrichtigt. Nun bin ich als Produzent eingeloggt und sehe hier in der Übersicht die eingegangenen Anfragen. Sehen wir uns eine bereits bearbeitete Anfrage genauer an. In dieser Detailansicht können Sie sich nun gemeinsam mit Ihrem Kunden über diese Anfrage abstimmen. Sie können die Dateien in einer standardisierten Form herunterladen oder gern binden wir auch Ihr ERP-System an unsere Softwarelösung an. Für Rückfragen steht ein Gruppenchat zur Verfügung, der sicherstellt, dass alle im Team auf demselben Stand sind. Änderungen werden übersichtlich dargestellt. Beispielsweise hat Frau Weber die BOM aktualisiert, Herr Wimmer hat anschließend auch ein Angebot hochgeladen. Wenn auch Sie die Kommunikationsprozesse mit Ihren Kunden optimieren möchten, freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme.